Hallo und herzlich willkommen zu Veras Blockflöten-Kanal. Wie ihr eure Blockflöten pflegen könnt mit Öl, damit sie auch immer schön klingen und gesund bleiben, sozusagen die Schönheitspflege für eure Blockflöten, das erzähle ich euch in diesem Video. Ja, bei mir war heute Schönheitspflege angesagt, aber nicht für mich, sondern für meine schönen Blockflöten, zumindest für die meisten, denn es war mal wieder Zeit, dass sie geölt werden. Blockflöten aus zum Beispiel Buchsbaum oder Palisander oder Rosenholz, Olivenholz, also all diesen Edelhölzern, sollten regelmäßig geölt werden, damit die Oberfläche des Holzes schön glatt bleibt und die Feuchtigkeit nicht so eindringen kann. Das gilt natürlich nicht für Blockflöten, die irgendwie lackiert sind oder Kunststoffblockflöten, sondern eben Blockflöten aus diesen schönen Hölzern. Also es gibt Blockflöten, die sind irgendwie von außen lackiert und zum Beispiel auch die Ahornblockflöten von Möck-Rottenburg zum Beispiel, wie diese Knicktenor hier, die sollen, soweit ich weiß, nicht geölt werden innen. Es ist natürlich gut, wenn ihr euch da genau erkundigt bei eurer Flötenfirma. Die Flöten vom Flötenbauer werden meistens eigentlich schon geölt, aber das müsst ihr bitte selbst rausfinden, welche Flöten geölt werden dürfen. Aber im Prinzip sind das alle Edelhölzer, die nicht irgendwie... Also ich glaube, von innen lackiert ist sowieso nie eine Flöte, aber von außen sind manche lackiert, dann könnte man die außen nicht ölen. Übrigens, mega wichtig, die Blockflöten müssen vor dem Ölen ganz trocken sein, weil ihr sonst noch übrig gebliebene Feuchtigkeit auf dem Holz versiegeln würdet im Holz. Nehme ich mal an. Also das Holz muss, ich sag mal, eure Flöte sollte wenigstens einen Tag nicht gespielt sein oder über Nacht auf jeden Fall nicht gespielt sein. Und dann ölt ihr die Blockflöte und lasst das dann wiederum am liebsten über Nacht alles einziehen, bevor ihr wieder spielt. Ihr könnt ganz einfach testen, ob eure Blockflöte zu trocken ist, wenn ihr mit dem Finger reinfühlt. Wenn dann die Oberfläche sich nicht glatt anfühlt, sondern eher so rau, dann ist es mal wieder Zeit, dass die Blockflöte geölt wird. Also in der Regel ist das so alle 3 bis 4 Monate vielleicht. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel ihr spielt und wie die Klimabedingungen in dem Raum sind, in dem ihr die Blockflöte aufbewahrt. Es ist super wichtig, dass absolut kein Öl an den Block der Blockflöte kommen darf, also an dieses Stück Zedernholz, was hier eingesetzt ist und das ja hier endet. Wenn ihr da so reinguckt, seht ihr, dass das Ende von diesem Holzblock hier ist, also gleich mit diesem Beginn dieses Labiums, dieses Fensters. Bis dahin quasi geht dieses Stück Zedernholz und wenn ihr jetzt eure Blockflöte ölen möchtet, dürft ihr nicht mit dem Öl von innen an diesen Block kommen, weil der das Öl nicht so gut verkraftet. Dann kann es euch passieren, dass die Blockflöte nicht mehr gut spielt und ihr sie vielleicht wochenlang oder so trocknen lassen müsst. Ehrlich gesagt ist es mir noch nie passiert, aber das soll man eben auf jeden Fall vermeiden. Welches Öl könnt ihr dafür verwenden? Ich verwende hundsgewöhnliches Mandelöl. Das gibt es sogar im Supermarkt, es gibt es aber auch in der Apotheke. Man kann auch Leinöl verwenden und man kann wahrscheinlich auch noch andere Öle verwenden. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht habt ihr dazu mal ein paar Ideen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Mandelöl und habe das eigentlich immer so gemacht bei meinen Blockflöten. Also falls ihr da noch ganz tolle andere Öle wisst, schreibt mir gerne in die Kommentare und teilt das den anderen Blockflötenspielern mit. Um das Öl anzubringen in den Flöten, habe ich so ein kleines Stück Stoff, das habe ich mal aus einer alten Jeans rausgeschnitten, aus dem Innensack und das ist irgendwie keine richtige Baumwolle oder so, das saugt also das Öl auch nicht sehr doll auf, wodurch viel Öl an der Oberfläche von dem Stoff bleibt quasi und dann eben viel Öl in der Flöte landet und ich habe da so einen Wischerstab mit einer Öse, wo das Tüchlein dran befestigt werden kann.
Sowas ist eigentlich zum Trockenwischen auch bei Flöten gedacht. Und es gibt von den Flötenfirmen, also zum Beispiel Möck, weiß ich, da gibt es so Pflegesets und da habt ihr dann auch so ein Bürstchen oder ein Stöckchen, womit ihr das machen könnt. Also im Prinzip braucht ihr halt einen kleinen alten Lappen oder irgendwas anderes, womit ihr ganz weich und vorsichtig das Öl innen anbringen könnt. Und wie gesagt, immer Vorsicht beim Block. Ich mache immer zuerst die Kopfstücke und stelle die dann auch aufrecht hin, wenn sie geölt sind, damit absolut nichts Richtung Block laufen kann. Natürlich müsst ihr gucken, das kleckert alles ein bisschen. Und auch wenn das jetzt bei mir so vielleicht aussieht, als ob der Lappen trieft vor Öl, das ist nicht ganz so. Ja, ich mache ihn schon relativ voll, aber es soll in der Flöte drin nicht triefen. Das Labium vorne, dieses kleine Fensterchen, das kann auch ein bisschen Öl vertragen. Das mache ich dann mit diesem kleinen Pinsel und auch da wieder gut darauf achten, dass ihr vielleicht nicht ganz bis oben hin pinselt, damit nichts von innen an den Block dran kommt. Von außen reibe ich die Blockflöten auch so ganz leicht mit Öl ein und wische aber noch 10-mal nach mit einem weichen Handtuch, damit das absolut nicht außen klebrig wird oder so. Und immer Vorsicht bitte wegen des Blocks. Ich möchte nicht verantworten, dass ihr nachher nicht mehr spielbare Blockflöten habt. Und ja, dann hinstellen und trocknen lassen. Als nächstes mache ich dann die Röhre vom, wie nennt man das eigentlich, das Mittelstück von der Blockflöte. Und ja, da kann man sehr gut sehen, wenn ihr mal durchschaut, bis wohin ihr geölt habt. Und obwohl ich meine Flöten wirklich regelmäßig öle, sieht man dann immer den Unterschied, bis wohin ich geölt habe und wo nicht. Und dann kann man das natürlich schön überall anbringen. Und auch hier reibe ich wieder von außen so ein bisschen vorsichtig mit ganz klein wenig Öl ein. Und dann blase ich noch einmal durch die Grifflöcher durch, falls da irgendwie ein Tropfen hängen bleiben würde. Aber das ist eigentlich nicht so, aber sicher ist sicher. Ja, und also ich habe ja bei mir hier diesen Vorteil, dass ich die alle so schön aufstellen kann. Das sind übrigens, also dieses hier ist selbst gebaut, das hat mal jemand gemacht für mich, vor Urzeiten, noch während des Studiums. Und das andere sind einfach Buchständer. Ich glaube, das sind Kochbuchständer und ich glaube, ich hatte die von Ikea, ohne dass ich jetzt gesponsert bin von Ikea. Übrigens, was anderes, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt gerne tun. Und auch bitte das kleine Glöckchen anklicken, damit ihr immer informiert werdet, wenn es ein neues Video auf Veras Blockflötenkanal gibt. Ja, dann muss natürlich noch das Fußstückchen geölt werden. Das ist manchmal ein bisschen kniffliger, vor allem bei kleineren Flöten. Da müsst ihr sehr aufpassen mit eurem Stab, den ihr durchzieht, dass ihr da nichts beschädigt. Und wenn es zu klein und fitzelig ist, müsst ihr es halt mit ganz wenig Öl dran mit dem Pinsel machen. Und auch die Fußstücke schön wieder hinstellen und auf einer kleckerfähigen auf einem kleckerfähigen Untergrund hinstellen. Und dann am liebsten über Nacht einmal stehen lassen und am nächsten Tag wieder spielen. Ja, ich hoffe, ihr kommt zurecht mit dieser Vera-Anleitung zum Ölen. So mache ich das. Vielleicht macht ihr das anders mit dem Flötenölen oder vielleicht mache ich manche Sachen auch gar nicht so optimal, wie man das jetzt anstellen könnte. Ich bin damit immer gut gefahren. Also meine Blockflöten haben immer gut geklungen damit, jedenfalls. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob es geklappt hat. Ich freue mich auf euch nächsten Freitag wieder, wenn es ein neues Video von mir gibt und sage bis dahin, tschüss.